Hallo liebe Aquarellfreunde, herzlich willkommen zum Osterspezial hier in der Aquarellwerkstatt. Zu Ostern feiern wir immer ein großes Fest. Oma und Opa, Kinder, Enkelkinder, alle treffen sich zu einem lauten, fröhlichen Fest. Dies Jahr ist es anders. Es wird kein großes Fest geben, aber ich werde diesmal Karten schreiben. Meine schönsten Motive habe ich euch heute mitgebracht und jetzt geht's los. Bevor ich anfange zu malen, will ich euch einmal kurz zeigen, wie diese Karten aufgebaut sind. Ich besorge mir solche Klappkarten, das ist jetzt hier eine schöne handgeschöpfte Büttenqualität, gibt es im Querformat und im Hochformat. Dann lasse ich mir hier einen Passepartout-Ausschnitt hineinschneiden. Das zeigen wir euch nachher, nach dem Malen, wie das geht. Und klebe mein Bild so ab, dass es hier nachher mit einer kleinen Schattenfuge, also mit einem kleinen weißen Papierrand jeweils hineinpasst. Das wird hier angeklebt und dann kommt ein Stück gutes Zeichenpapier dagegen, wird dann auch festgeklebt und zum Schreiben nachher kommt hier noch ein Einlegeblatt hinein. Die Karten, wenn sie fertig sind, sehen dann so aus. Hier haben wir zum Beispiel eine mit einem kleinen Häschen, die möchte ich gleich mit euch malen. Und wenn man sie dann aufmacht, dann sieht es halt hier ganz schön verklebt und ordentlich aus. Und hier könnte man dann drauf schreiben. Das ist auch ein Motiv, finde ich auch immer sehr schön, vor allen Dingen auch für Kinder gut geeignet, weil es ja sehr lustig, farbenfroh ist und hier nicht so viele Details hat. Weiter geht's mit Blumen, die Tulpen, auch ein schönes malerisches Aquarellmotiv, kann man auch sehr schön machen. Und ich werde nachher für euch noch dieses Tulpenmotiv malen, was mir auch immer sehr gefällt. Das wird mit einem Spachtel gemacht und ist sehr expressiv. Das werden immer sehr schöne, lockere Bilder. Dann kann man natürlich auch ein bisschen gegenständlicher noch werden, ja, so etwas, kleines Stillleben. Oder auch, man könnte das sogar einrahmen. Hier sehen wir mal eine kleine Meeresgeschichte. Ich habe dazu immer Workshop-Themen im echten Leben. Das kleine Format heißt das. Da beschäftigen wir uns mehrere Stunden nur mit diesen kleinen Bildern, macht immer sehr viel Spaß. So, jetzt geht's los. Das sind jetzt hier die zugeschnittenen Kartenrohlinge im Format ungefähr DIN A6. Ich rechne von den Randmaßen der Karte jeweils 2 cm Umlaufen für den Rahmen ab und gebe dann noch 5 mm in der Breite und 5 mm in der Höhe dazu. Dieses Feld klebe ich ab. Jetzt halte ich mir den Kartenausschnitt einmal auf das Feld und sehe, dass ich innerhalb des Ausschnittes noch ein bisschen Nahtzugabe habe, nachher für mein fertiges Bild. So, hier liegt jetzt mein Hase und jetzt geht es los. Für den Himmel mische ich mir Zylinblau mit etwas Ultramarin und male zunächst einmal hier um den Hasen herum. So, hier sind noch 2 Ostereier, die kann ich auch stehen lassen. Möglichst wenige Pinselstriche. Oben addiere ich ein bisschen dunkleres Blau rein. Und wenn man mal nicht ganz so genau seinem Bleistiftstrich folgt, ist das überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist, dass die Lockerheit des Striches möglichst nicht verloren geht. Unten schließe ich jetzt Grün für die Wiese an. Und da gehe ich mit dem Grün ein wenig hier in mein Blau rein, damit wir so eine gewisse Farbharmonie bekommen. Das ist mir jetzt hier zu bläulich-grün, deswegen etwas lichter Ocker mit drin. Und nach unten hin können wir ein bisschen Sienna mit reinnehmen, damit es etwas dunkler wird. Hier kann ich die Tulpen noch mit reinsetzen. Das wird dann teilweise ein bisschen verschwimmen mit dem Blau und teilweise als Rot stehen bleiben. So, das darf jetzt trocknen und dann geht's weiter. Das Bild ist jetzt komplett getrocknet und ich radiere erstmal hier diese Bleistiftlinien aus. Jetzt feuchte ich diesen gesamten Hasenkörper hier einmal an. Den Schwanz lasse ich aus, der soll weiß stehen bleiben.
Ich möchte gern das weiche Fell des Hasens schön darstellen und deshalb arbeite ich jetzt auf nassem Untergrund. Mit relativ viel Farbe, also die Konsistenz ist hier so von, ja, sagen wir mal so ein bisschen halbgeschlagene Sahne. Das ist die Farbkonsistenz, nicht zu viel Wasser. Gebe ich jetzt einen Fleck hier in den feuchten Bereich rein und wenn ich das so ein bisschen schaukle, dann sieht man schon, dass es jetzt ganz, ganz sanft, wässrig hier nach oben läuft und dadurch durch die Wässrigkeit so ein bisschen so eine Fellstruktur entsteht. Das Licht kommt in meinem Fall von rechts, deswegen hier ein bisschen dunkler. Man kann auch mal den Pinsel so ein bisschen aufdrücken. Hier ist die schattige Seite. So, ich möchte noch ein bisschen was Dunkleres auf der linken Seite haben, deswegen hier ein Gemisch aus Ultramarin und Sienna gebrannt, um das hier noch ein bisschen dunkler zu bekommen. So, jetzt haben wir hier noch das Puschelschwänzchen, da wollen wir ein bisschen Violett reingeben, ein bisschen abschattiert. Solange wie der Hasenkörper noch feucht ist, will ich ein paar Akzente mit einem gut gespitzten Aquarellstift setzen. Das ist jetzt hier ein Caran d'Ache. Stifte mag ich sehr, weil die so ein bisschen cremig sind und nicht so hart. So, jetzt kann ich also hier ganz klein bisschen, noch nicht zu viel, gerade hier auf der schattigen Seite noch ein bisschen linear arbeiten. Hier können wir 3 Fellstrukturen reinsetzen. Und ganz wichtig natürlich die Schnurrbarthaare. So, jetzt male ich noch ein wenig das Osterei hier an. Was könnte man denn da für eine Farbe? Ich glaube, meine Kameraleute sagen gelb, aber ich nehme mal blau. Das heißt, wir machen hier eins blau, das natürlich wirklich tatsächlich nicht so geschickt, weil der Himmel ja auch blau ist. Und dann kommt hier noch eins in gelb hin. Unten die Wiese möchte ich noch ein bisschen abschattieren und dann ist das kleine Motiv fertig. Sieht das nicht süß aus, das Häschen hier? Das möchte ich jetzt auf der nächsten Karte malen. Hier mache ich jetzt zunächst den Hasen wieder nass und mit einer Mischung aus lichter Ocker und Sienna gebrannt hier ziehe ich mir ein bisschen Farbe vorne auf die Nase drauf und hier lasse ich es komplett weiß. Und jetzt geht es hier unter dem Köpfchen weiter. Und jetzt kommt in das helle Fell hier vorne an der Hasenbrust ein wenig Violett mit rein. Und alles schön auf dem nassen Untergrund, sodass es weich ineinander verläuft. Mit dem Grün für die Frühlingswiese schließe ich jetzt hier stellenweise an den Hasenkörper mit an.
Und versuche jetzt hier auch wieder Harmonie zur Fellfarbe zu erzeugen, indem ich ein bisschen Ocker mit reinnehme. So, und hier auf diese Seite, auf die schattige, setze ich noch ein bisschen was Dunkles dazu. Nicht zu viel, es ist ja nur eine kleine Skizze, ohne dass ich so ganz viel ausarbeite. So, das trocknet jetzt erstmal. Jetzt arbeite ich das Gesicht des Häschens noch ein wenig aus. Die Ohren haben so, die Augen haben so eine ganz bestimmte Tropfenform. Da setze ich dann gleich noch eine Pupille rein. Das ist jetzt erstmal die Vorbereitung. Dann haben wir hier die Nase und so angedeutet nur vorne das, wie heißt das denn beim Hasen? Das Schnäuzchen. Die Pupille könnte man auch hier mit dem Stift reinsetzen. Und nachher noch einen kleinen weißen Augenfleck. Nee, da kommt jetzt kein Hintergrund hin, sondern ich möchte jetzt hier mit dem Fineliner noch so ein paar Verzierungen anbringen und setze mir zunächst mal dafür 2 schöne bunte Eier jeweils in die Ecken. Ein Osterei und noch ein Osterei. So, jetzt habe ich hier einen schönen dünnen Fineliner, Faber-Castell, Größe S, und damit werde ich jetzt noch ein bisschen hier rumspielen. Und es ist bereit zum Basteln nachher. Auch ein schönes Motiv für Kinder sind diese fröhlichen Tulpen, die ich jetzt hier mit einem Spachtel versuche aufs Papier zu bringen. Das eine ist ein warmes Rot und das andere ist hier eher ein kühles, bläuliches Rot. Das ist noch nicht genug. So, und jetzt versuche ich mit meinem Spachtel hier Farbe aufzunehmen. Auch hier drin vielleicht ein bisschen. So. Und einfach hier aufs Papier zu gehen. Und ihr seht schon, da entstehen eigentlich ganz schöne Tulpen von alleine. Kleine hin. Unten schön ist immer, wenn die auch so ein bisschen angeschnitten sind. Ins Papier hineinragen, ins Bild hineinragen. Ups, da war ein bisschen viel. Jetzt kommt der Stift dazu und er kann jetzt mit Linien, die die Sache ein wenig unterstützen und zeigen, aber durchaus eigenständig arbeiten, nochmal die Tulpen so ein bisschen herausarbeiten. Jetzt kann ich mit meiner grünen Farbe den Hintergrund dahinter legen und ich nehme mal zu meinem Grün, das ist hier das Hookers Green, noch ein bisschen Zylinblau dazu, damit es nicht zu warm wird, weil ich glaube, dass zu diesem Rot eine etwas kühlere Farbe noch schöner aussieht, noch ein bisschen kühler. So, und jetzt arbeite ich wieder möglichst frei hier die Tulpenform aus. Jetzt habe ich mein Rot und mein Schmirgelpapier. Wo ist es? Da. Und jetzt in die noch feuchte Farbe kann ich jetzt hier diese roten Punkte reinreiben und bekomme einfach noch mal einen schönen kleinen, ja, lockeren Farbakzent. Also besonders schön zum Beispiel finde ich diese Stelle hier, wo das Rot dann jetzt in diesen blauen Hintergrund mit reingeht. Und wir haben hier das Blau in dem Grün drin und das finde ich jetzt also sehr, sehr schön. Gut, das ist also eine ganz kleine, feine, schnelle Geschichte. Wirklich denkbar auch mit ganz anderen Farbkombinationen, zum Beispiel auch schön hier diese ganz grün und weiß oder hier so eine ganz zarte Karte. Ja? Also das mache ich immer gerne in ganz verschiedenen
Varianten. Und wie gesagt, es ist immer eine schöne grafische, schnell gemachte und sehr wirkungsvolle Geschichte. So, meine 3 Motive sind gemalt und jetzt bastle ich die Karten. So, mein Mann kennt ihr ja schon. Der wird uns jetzt hier zeigen, wie man so eine Karte bastelt. Also wir legen sie hier auf das grüne Schneidebrett drauf. Und mit dem Cutter und dem Lineal schneidet er einen Ausschnitt von 2 cm jeweils einmal rundherum aus. Ihr könnt für diese Karten jeden einigermaßen stabilen Karton benutzen. Das sind jetzt hier Büttenkarten, 300 Gramm. Für alle die, denen das hier alles viel zu kompliziert ist und die diese Rohlinge lieber bestellen möchten, verlinke ich unter dem Video ein kleines Angebot für euch. So, jetzt schneide ich mir mein Kärtchen hier noch ein bisschen besser zu. Jeweils ungefähr mit 1 cm Rand außenrum. Hier ist meine Hochformatkarte und so möchte ich es jetzt hineinkleben. Gebe mir jeweils einen Tropfen. Meistens presse ich die Blätter noch eine Nacht, damit nicht so viel Spannung im Papier ist. Das ist ja dieses handgeschöpfte Büttenpapier hier und ist natürlich jetzt etwas gewölbt. Und das kann man durch das Pressen noch ein bisschen vermeiden, dann ist es ganz glatt. So, jetzt lege ich das hier drauf und schiebe es noch ein bisschen hin und her, aber es sitzt, glaube ich, schon ganz gut. Fest andrücken. So, jetzt kommt hier noch Klebstoff ran. Da. Ein bisschen an die Seiten. Aber vor allen Dingen an den Ecken. Und mein Gegenblatt kommt drauf. Und wieder andrücken. Jetzt kommt noch ein Einlegeblatt in die Karte hinein. Und wir signieren natürlich auch noch. Jetzt empfehle ich, dieses Kärtchen noch für 1-2 Tage zu pressen. Und Ostern kann kommen. Vielen Dank an alle, die uns hier auf YouTube schon unterstützen. Mit eurer Hilfe können wir auch in Zukunft interessante neue Aquarellfilme herstellen. Für alle, die noch dazukommen wollen, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung.